Hallo und herzlich willkommen auf Epic Tasmanian Tiger Neuheiten 2022, der Companion 30. Dieses Jahr hat Tasmanian Tiger wieder viele neue Rucksäcke im Programm. Wir haben euch ja schon die Millops Packs für die großen Rucksäcke vorgestellt. Jetzt kommen noch mal ein paar kleinere. Wir fangen mit dem Companion 30 an. Das ist wieder so ein Rucksack, wo ich sage, den sehe ich ganz klar im EDC-Bereich für den täglichen Gebrauch, für die Bahn, für den Streifenpolizisten, für den Outdoor-Enthusiasten oder auch für denjenigen, der sagt, Molle ist einfach blöd, ich möchte was Glattes haben. Da ist der Fokus beim Companion 30. Der Rucksack, wie der Name schon sagt, 30 Liter Volumen circa. Wir haben hier eine Höhe von 50 cm, eine Breite von 30 cm und eine Tiefe von 20 cm. Beim Tragesystem setzt Tasmanian Tiger auf das Thermomol-System. Das heißt, ihr habt hier einen Carry-Handle, dann hier den gepolsterten Rückenbereich. Bei den Schultergurten gibt es Lastenkontrollriemen. Hier auf der Innenseite natürlich immer ordentlich gepolstert mit Schaumstoff. D-Ringe und was hier bei TT sehr cool gelöst ist, ist der Brustgurt. Der verläuft hier nämlich unter einem Mollebereich und den kann man hier dann stufenlos verstellen, ohne dass hier dann irgendwie ein Strap zu sehen ist, sondern das ist schön verborgen. Kann ich hier auch eine Handytasche oder sonst irgendwas drauf bauen. Neben dem Brustgurt hat man hier nochmal ganz normale D-Schnallen für 25 mm Gurtband angebracht, also keine schnelle Abwurfmöglichkeit für diesen Rucksack, ist auch bei einem EDC-Rucksack jetzt nicht unbedingt wichtig. Und als Beckengurt gibt es hier auch nur einen 25 mm Gurt, den kann man auch komplett entfernen. Wie es für TT gehört, überall ordentlich elastisches Gurtband dran, beziehungsweise elastisches Band, um das überschüssige Gurtbandmaterial aufzuräumen. Wenn ihr euch die Form des Rucksacks anschaut, der sieht ein bisschen komisch aus, oder beziehungsweise eigentlich ist das Wort, was ich suche, konisch. Er läuft hier unten ein bisschen zusammen. Das heißt, man hat hier auch, wenn man viel Gewicht unten hat, unten relativ schmal und nach oben hin weiter, wo ich dann auch mal eine Jacke oder sowas anderes Leichtes oben drauf packen kann, hat man das hier von der Form her ein bisschen optimiert. Von der Komprimierung her, das kennt ihr vielleicht auch noch von den Modular Packs, hat man hier ein Stück Paracord eingearbeitet. Das heißt kein externer Strap, der irgendwie stört beim Reißverschluss öffnen oder sonst irgendwo, sondern einfach intern eine Paracord-Lasche, die hier mit einem Kordelstopper dann justiert werden kann. Damit kann ich dann komprimieren. Und damit haben wir auch schon die Außenseite fast abgefrühstückt. Ganz wichtig. Der Rucksack hat auf der Unterseite keine Molleschlaufen oder sonstige Befestigungsmöglichkeiten, also auch hier keine Möglichkeit, was anzubringen. Sehe ich aber tatsächlich auch bei dem Rucksack hier als überhaupt nicht notwendig. Auf der Front habt ihr hier ganz feines Paracord vernäht, wo ich dann nochmal mit Shockcord arbeiten kann, um eine Jacke zu befestigen. Das zeige ich euch gleich, denn die ist auch mit dabei. Nur, dass ihr es schon mal gesehen habt, das läuft hier rechts und links runter. Und in der Mitte natürlich oben, wie immer, das TT-Logo eingearbeitet. Das Topfach ist ein typischer TT-Organizer-Bereich. Das heißt, ich habe hier einen umlaufenden YKK-Zipper mit 2 Schiffchen. Damit komme ich dann in den Admin-Bereich. Hier die neuen Taschen von TT, die neuen Organizer-Taschen mit diesem schönen Hexagon-Muster. Sehr geiles Material. Also jeder, der weiß, Klarsichttaschen, die mit normalem Klarsichtmaterial gemacht werden, die werden mit der Zeit gelblich oder sehen halt nicht mehr ansehnlich aus nach einer ganz kurzen Zeit. Das ist hier mit dem Material nicht der Fall. Sehr gut ausgewählt, unserer Meinung nach. Hier hat man 2 schmale, lange Einschubfächer. Das eine ist sehr schmal. Da kriegt man vielleicht, keine Ahnung, also auf jeden Fall ein Mora-Knife rein. Und in den unteren Bereich, da würde man auch schon mal eine Powerbank reinbekommen oder ein bisschen was Breiteres. Wir haben jetzt hier einfach mal eine Klappsäge reingepackt. Das sind die beiden Fächer im Deckel. Und auf der aufliegenden Seite habt ihr dann diese typische Organizer-Bereich. Mit einem größeren Einschub, einem schmaleren Mesh-Einschub und nochmal eine kleine Organizer-Tasche mit Klettverschluss und natürlich D-Ringe zum Sichern der Ausrüstung. Hier ist dann auch die besagte Shockcord. Da mache ich euch gleich was fertig, aber erst gehen wir mal ins Hauptfach rein, denn mit dem Topfach sind wir durch. Das Hauptfach ist nicht wie bei den Modular Packs mit einer U-Form gelöst, sondern ich habe hier wirklich einen Toploader, einen reinen Toploader. Das macht das natürlich dann auch den Pack sehr leicht, weil nicht zu viele Reißverschlüsse verbaut sind. Hier hat man jetzt einmal eine Möglichkeit geschaffen, um auch den Rucksack zum Beispiel für eine Einsatzkraft, die auf dem Weg
zum Dienst ist und Ihre Dienstwaffe sicher verstauen will, vorgedacht. Denn hier ist der YKK-Reißverschluss mit einem Lock vorgesehen. Das heißt, hier kann ich ein Schloss setzen bei Bedarf. 2 umlaufende Zipper. Und damit komme ich dann ins Hauptfach. Hier auf der Innenseite nochmal ein Deckelfach mit Mesh. Kann ich dann nochmal beladen, wenn ich das möchte. Haben wir jetzt in dem Fall nicht getan. Sondern wir haben jetzt hier einmal eine große Decke eingepackt. Ein Sitzkissen für die alten Herren. Und dann gehen wir mal in das eigentliche Hauptfach rein. Ich habe jetzt, wie ihr hier sehen könnt, ja auch schon ein Trinksystem untergebracht. Dafür habt ihr auf jeder Seite einen Durchlass für einen Schlauch. Das holen wir einmal komplett raus. Denn jetzt wird es schwierig, denn anders als bei den Modular Packs muss man hier jetzt von oben reingucken und nicht von vorne oder von der Seite, weil der Rucksack komplett aufgeht. Aber das kriegen wir auch hin. So. Denn im Inneren gibt es nicht sehr viel zu sehen. So möchte ich das auch bei einem ultraleichten Rucksack haben. Wir haben hier auf der Rückseite das typische TT Molle-Klett. Das heißt, hier kann ich Module anbringen. Zeige ich euch gleich, wenn ich den mal hochnehme. Im oberen Bereich für die Trinkblase einmal Klett und einmal eine Lasche, um Trinkblasen einhängen zu können. Und sonst hat der Rucksack keine weitere Unterteilung. Für den Dienst könnt ihr hier aber zum Beispiel euer Holster einkletten und bis zu 6 Magazine habe ich jetzt hier untergebracht von der Größe her. Ihr habt es eben auch schon vom Format gesehen, das ist das TT Laptop Insert. Auch das passt von der Größe her genau rein, kann dann hier auch festgeklettet werden, habe ich jetzt nicht gemacht, weil da das Holster ist. Aber das wäre auch eine Variante, wie ihr den Rucksack nutzen könnt. Von daher sehr, sehr universell, sehr, sehr cool. Und jetzt gucken wir mal, wie schwer er ist, denn jetzt haben wir die Möglichkeit, mal alles rauszunehmen. Einmal, zweimal, dreimal und das Holster. So, und damit wir es auch wirklich hundertprozentig richtig haben, noch den Trinkschlauch. So, jetzt haben wir wirklich nur noch rein den Rucksack und unsere Waage. So, ist auf Kilo eingestellt. Einmal einhängen, wiegen. Das sind gerade mal 910 Gramm. Also wirklich sehr, sehr leicht der Rucksack. Und vor allem, ihr seht es ja auch, aufgrund des fehlenden Tragesystems und den Reißverschlüssen und sonstigen Pipapo ultra flach zusammenzulegen. Also gerade wenn ihr sagt, ihr wollt vielleicht auch noch mal irgendwas haben, was ihr im Koffer, im Reisegepäck mitnehmen wollt, um noch mal einen Rucksack vor Ort zu haben, ist das hier genau die richtige Wahl. Jetzt packen wir alles wieder zusammen und zeigen euch noch mal, wie man eine Jacke vorne dran macht. Unserer Meinung nach eines der wichtigsten Kriterien bei einem Rucksack, dass man das Volumen immer erweitern kann, um bei Bedarf eben, wenn es warm wird, eine Jacke einfach mal schnell unterbringen zu können, ohne das eigentliche Volumen des Rucksacks anzukratzen. Das kann man entweder mit einem Beavertail machen oder hier mit Shockcord. Wie gesagt, bei TT mitgeliefert, habe ich jetzt hier einmal in das Paracord hier eingewebt und da hängen wir jetzt einfach mal eine Jacke rein. Die rolle ich dann einfach immer zusammen. Dann geht es am einfachsten. Dann kann man einfach die Shockcord nehmen. Da muss man gar nicht groß an der Justierung verstellen. Die kann ich dann einfach hier durchziehen. Und dann nochmal unten einmal sichern. Und schon habe ich hier die Jacke quick and dirty am Rucksack befestigt und habe so eine Möglichkeit, eben die Jacke zu transportieren. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier wirklich den leichtesten Rucksack von Tasmanian Tiger in dieser Größenkategorie haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, 900 Gramm, 30 Liter, das ist schon ziemlich schwer zu toppen. Wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, wir haben hier kein großes Tragesystem. Wir haben zwar viel Volumen, was reingeht, aber eben keine hohe Last. Dafür ist der Rucksack einfach nicht gedacht. Aber für den EDC-Bereich, sprich für Laptop, Jacke, was zu trinken, eine Kleinigkeit zu essen und die Alltagsgegenstände, ist dieser Rucksack ideal. Hinzu kommt noch, wenn ihr einen Dienst für eine Behörde arbeitet und eure Waffe sicher transportieren könnt, auch das wäre mit diesem Rucksack kein Problem. Ihr bekommt den Tasmanian Tiger Companion 30 überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.
Podcast.